Ja, hallo liebe Lego-Fans, liebe Freunde des gepflegten Steine-Kombinierens. Hier ist Ben Briggs und herzlich willkommen zu Teil 2 meines Felswand-Mocks. Ich habe euch ja schon vor einigen Tagen, Wochen, den ersten Teil vorgestellt. Den Link dazu findet ihr oben in der Karte eingeblendet. Heute gibt es den zweiten Teil und ich hatte euch auch gesagt, dass dieses Outdoor People Pack, was von Lego jetzt letztes Jahr rausgekommen ist, dass das eine tragende Rolle spielen soll. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, wir schauen uns mal an, was denn aus dem zweiten Teil geworden ist. Ja, und hier seht ihr es also jetzt vor euch, Teil 2 der Felswand. Wir machen erstmal einen Gesamtschwenk über die ganze Szenerie hin und zurück, damit ihr mal so einen Gesamteindruck bekommt, wie das Ganze aussieht. Es sind diesmal etwas anders angeordnete Platten. Was heißt anders angeordnet? Wir haben hier vorne eine 32×32, die auch die meisten Details beinhaltet. Wenn wir mal hier so den Überflug wagen über die ganze Szenerie, werdet ihr das schon erkennen. Die anderen beiden Platten, das war quasi für mich schon sozusagen vorgegeben, sind nur 16×32 Platten. Das heißt diese mittlere und dann auch die äußere Platte hier, die ihr hier seht. Das hat zum einen damit zu tun, dass ich hier vor dieser mittleren Platte, also hier, dass da ein Haus momentan steht. Das ist das Stadthaus an der Parkstraße. Wenn ihr in der Stadt mal schaut, dann werdet ihr das erkennen. Das Stadtupdate seht ihr gerade oben eingeblendet. Da, genau. Und hier weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, warum es nur eine 32×16 Platte ist, beziehungsweise 16×32. Ich glaube, ich hatte die in dem Moment nur und habe den Tunnelausgang darauf gebaut und davor habe ich dann einfach noch eine gelegt. Also da gibt es keine vernünftige Begründung, aber letzten Endes ist es ja auch im Endeffekt egal. So, dann fangen wir mal an, wir fangen einfach mal direkt mit dem Tunnelausgang an, denn den kennt ihr im Groben schon. Den hatte ich schon in meiner Stadt stehen. Ich habe ihn oben noch ein bisschen aufgehübscht, oben an der Oberkante, also hier, da oben, dass das ein bisschen hübscher aussieht, genau. Ja, und ansonsten haben wir dann hier unten die Schienen, die aus dem Tunnel rauskommen. Wir haben ein bisschen Grünzeug, auch an den Wänden. Das war mir ganz wichtig, dass da auch sehr viel Grünzeug ist. Wir haben sogar eine kleine Maus, die sich hier im Gras tummelt. Ja, und dann haben wir hier einen Pfad, der wird dann am Ende hier rausführen und wieder auf die Straße treffen. Das ist quasi ein kleiner Wanderpfad. Und der schlängelt sich dann hier an der großen Felswand vorbei. Wie gesagt, nichts Besonderes, sehr viel Grünzeug. Und ja, da ist momentan, wie ich hatte schon erwähnt, einer von diesem People Pack unterwegs, nämlich die Mountainbikerin, die fährt hier fleißig durch die Gegend. Ja, und dann kommen wir quasi zum Highlight dieses Abschnittes. Jetzt sehe ich gerade hier, der gehört natürlich nicht dahin, sondern das ist quasi das Verbindungsstück zum nächsten Abschnitt. Genau, aber das soll jetzt nicht weiter interessieren. Wir haben hier diverse Sachen. Also zum einen fangen wir mal hier hinten an. Wir haben den kleinen Fluss-Bach, der ja quasi von hier aus unter der Straße entlang geflossen ist und der fließt jetzt hier raus in diesen kleinen Tunnel rein und verschwindet dann im Bergmassiv. Das ist auch im Prinzip der einzige Teil, wo ich sage, da fehlt noch was, denn ihr seht es hier oben drauf, die ganzen Trans Blue Clear, wie auch immer, Trans Blue Tiles, die ich auf dem See und auf dem Fluss auf der anderen Seite im Tal schon hatte, die habe ich hier noch nicht, weil ich einfach keine mehr hatte. Ihr glaubt gar nicht, wie unverschämt viele man dafür braucht. Aber das ist im Moment für den Eindruck auch nicht ganz so tragisch. Wir haben hier einen kleinen Angler, der hier schön die Fische fängt. Bisher hat er noch nichts gefangen, aber das kann sich ja noch ändern. Ansonsten, ja, steht ihr hier und vor der wunderschönen Felswand mit allem drum und dran. Dann hier vorne führt der Pfad hinaus. Im Gras hält sich eine Schlange versteckt. Da muss man gut aufpassen, weil das ist ja schon, die tarnt sich richtig gut. So, was haben wir noch? Wir haben hier vorne das Zelt und vor dem Zelt steht der kleine Pfadfinder und kocht sich gerade sein schönes Spiegelei. Dahinter habe ich noch einen kleinen Tisch gebaut. Ihr seht es hier, wo er seine natürlich rote Tasse
draufstellt. Und dann haben wir hier noch, warum das jetzt nicht scharf wird, lasst mal eben gucken, vielleicht kriegen wir es ja doch. Es wird nicht scharf, es fokussiert nicht. Er will nicht. Ah, jetzt, genau, da haben wir den Wegweiser Mount Clutchmore und Lego City, in die das führt. Das passt in dem Sinne auch ganz gut. Gut, ich würde jetzt die Felswand nicht als den Mount Clutchmore bezeichnen, aber gut, was soll's. Hier vorne noch ein Bäumelein und ja. Dann im Hintergrund haben wir hier den Nordic Walker, der hier seiner Wege geht. Der muss natürlich jetzt gleich gut aufpassen, dass er nicht mit dem Mountainbiker kollidiert, aber das wird schon funktionieren. Und an der hinteren Wand haben wir eine kleine Truppe von Kletterern. Einer steht hier oben und hält das Seil. Der andere ist hier unten. Also ich bin jetzt wirklich kein Kletterer, das heißt, ich bin jetzt mit Absicherung und so nicht wirklich bewandert, aber ich fand, das sieht ganz nett aus. Die beiden mit dem blauen Helm sind übrigens die Kajak- bzw. Ruderbootfahrer aus dem People Pack. Und das ist der einzige offizielle Kletterer. Ich fand, das kann man auch mal ein bisschen umbauen, weil letzten Endes brauche ich jetzt keine Ruderer in dem Moment. Deswegen habe ich das so gemacht. Genau. Ja, ansonsten, ihr seht schon viel Vegetation, viel bunt, grün und Zeug überall. Ich fand, das macht es echt sehr, sehr lebendig und das wollte ich unbedingt haben. Genau. Also, dann hier zum Abschluss nochmal eine kurze Überfahrt über diesen zweiten Teil des Felswand-Mocks. Ja, das war er also, der zweite Abschnitt meines Felswand-Mocks, der jetzt natürlich den Zwischenspalt zwischen Oberlevel und Unterlevel meiner Stadt, also sprich zwischen Uptown und Downtown, jetzt schließt. Im nächsten Stadtupdate werdet ihr dann auch sehen, wie sich das dann in meiner Stadt macht. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Verbesserungsvorschläge gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich super drauf. Und ansonsten, ja, freut euch schon mal auf das endgültige Bild in der Stadt. Ich bin auch sehr gespannt, wie das letzten Endes wirkt. Wenn man das natürlich jetzt so vor sich stehen hat, ist das nochmal das eine. Aber wenn es dann tatsächlich mal in der Stadt steht und im Gesamtkonzept der Stadt wirkt, kann es nochmal ganz anders sein. Deswegen bin ich da auch selber sehr gespannt. Ja, das war's sozusagen von meiner Seite. Wenn es dir gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann kannst du auch gerne zusätzlich noch ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Dann verpasst du nichts mehr. Vor allen Dingen natürlich das nächste Stadtupdate, wo dann diese Felswand in meiner Stadt zu sehen sein wird. Ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis bald.